Hallo und herzlich willkommen zu dem allerersten Let's Test auf diesem Kanal. Das wird eine neue Reihe sein auf meinem Kanal, wo ich verschiedene Spiele, die rauskommen, einmal eine halbe bis eine ganze Stunde antesten werde. Wenn es mir gefällt, werde ich es vielleicht auch noch ein bisschen weiterspielen. Aber das schauen wir dann später mal. Ja, und der allererste Titel, den ich mir ausgesucht habe, ist genau gestern rausgekommen von meinem Aufnahmedatum, und zwar am 9. Juni. Und es heißt Kholat, wie man schon sehen kann. Es ist ein Indie-Game, ein Horror-Adventure. Es ist von MGN.PRO mit der Unreal 4 Engine und hat die GameStar-Bewertung 65 bekommen. Was ja jetzt nicht allzu viel ist, aber ich werde es trotzdem mal testen. Mal schauen. Ja, und man wird schon von einem sehr, sehr stimmungsvollen Lied begrüßt hier im Startbildschirm. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Mehr weiß ich noch gar nicht, außer dass es im Ural spielt und auf einer wahren Geschichte beruhen soll. Oder auf einer wahren Begebenheit. Und jetzt bin ich leise, weil jetzt wahrscheinlich ein Intro kommt. 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Okay, wow. Akt 1. Okay. Ihr seht, es ist in einer Ego-Perspektive mit meiner Meinung nach ziemlich geiler Grafik.
Und die Geschichte gefällt mir auf jeden Fall jetzt schon richtig gut. Ich möchte gar nicht so viel dazwischen reden, weil die Musik einfach so eindrucksvoll ist. Alles klar, ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Kann man hier runter? Okay, ja, kann man. Ich habe auch echt keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich weiß auch nicht, ob hier später viel geschossen wird oder ähnliches. Ich vermute es nicht. Ich hoffe es nicht. Kann man hier irgendwo rein? Nein. Okay, wir sind hier wahrscheinlich in einem vermeintlich verlassenen Dorf. Sieht zumindest so aus. Okay, hier scheint es nicht weiterzugehen. Okay, wenn man zu lange sprintet, dann wird irgendwie so ein bisschen schwummerig. Okay. Also geht das nur begrenzt. Okay, gehen wir mal raus aus der Stadt. Ist jetzt nur die Frage, wer sind wir? Sind wir jetzt einer dieser Bergsteiger? Oder sind wir ein Forscher, der versucht, das Ganze aufzudecken, was da passiert ist? So richtig weiß man das auch nicht, glaube ich. Okay, jetzt ändert die Musik. Etwas düster wird's jetzt. Also die Grafik gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wir gehen einfach mal den Weg hier weiter lang. Mal sehen, wo der uns hinführen wird. Jetzt kann man ja einmal nach rechts gehen und einmal nach links. Hier gehen wir nach rechts weiter, weil da drüben, da sind ja wieder die Bahnschienen. Okay, und hier wird's schon... Are you coming to me? Was? Hier sind die Fußspuren. Okay, wird jetzt ganz schön dunkel. Ganz schön düster. Alter. Was ist das? Okay, eine Wurzeln. Hier geht's runter in eine Höhle. Okay. Alles verwurzelt. Lol. In the end, the only thing I saw was a flash. An insufferable burning light. The pain ripping apart my body. Alter Vater. I felt it tearing out of my soul.
After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Da hinten ist irgendwas. Das ist das Zelt. Kholat ist scheinbar dieses Lager gewesen von denen. E drücken. I am right behind you. What the fuck? Okay, der Kompass spielt verrückt. Alles klar, Leute. Also mir gefällt das Spiel jetzt schon. Mal sehen, was der Grund war, wieso sie die GameStar-Leute nur 65 Punkte gegeben haben von 100. Akt 2. Have you ever tried to hold on to your humanity? When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment, and you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Okay. Ich würde sagen, wir folgen einfach mal den Spuren. Hier ist nee, was ist das? Das sah gerade aus wie ein Pfeil. Okay. Wir gehen einfach mal hier weiter. Ich möchte nicht besonders viel reden, weil die Atmosphäre ist wirklich super. Okay, was ist das? Okay. Kann ich hier runter? Oder sterbe ich dann? Nee. Sieht I aus wie ein set out Meteorit. the moment I heard Scheiße. about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vichy on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its side wall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest a kilometre and a half away. But the trail went cold after 500 metres and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Okay. Okay, hier ist gar nichts. Berichte auch nichts. Artikel auch nichts. I set out the moment. Ja, komm. Ah, hier ist so eine
Was ist das? So eine Art Tutorial, alles klar. Rechte Maustaste. Alles klar. Taschenlampe F. Taschenlampe? Okay. Karte M. Kompass C. Okay. Alles klar. What the fuck? Alter. Alter, what the fuck war das? Alter. Moment, C ist der Kompass. Okay. Da hinten habe ich so ein rotes Licht gesehen. Ich werde da mal hingehen. So in die Richtung. Ich möchte ganz kurz, weil ich gerade gemerkt habe, dass die Musik im Gegensatz zu den anderen ziemlich laut ist, werde ich das mal ein bisschen weiter runter machen, so. Auch wenn die Musik wirklich schön ist, aber ich will dann auch die Stimmen verstehen, die mit mir reden. Was ist hier überhaupt auf dem Boden? So kleine Felsen oder so Steine. Ja, hier kann man so ein bisschen zoomen. You. You are remarkable, just like me. But you are losing your mind, my friend. You're slipping slowly into the abyss, and there is no one to give you a hand. And at the bottom, I am the only one waiting for you. Okay. Wir gehen einfach mal hier hoch. Gibt echt viele Wege. Okay, also ein kleiner Ausblick. Oh, wird das jetzt hier wieder düster. Ich habe immer noch keine Ahnung, wen ich spiele. Okay. What the fuck? Da oben ist das rote Licht gewesen, was ich gemeint habe. Das scheint irgendwie nur so ein Funkmast zu sein oder so. Alter, ich sehe so gut wie gar nichts mehr. Was wird denn hier jetzt? Was ist das? Ich höre hier irgendwas rechts. Boah, ich dachte schon, da ist irgendwas. Guck mal hier unten.
Okay. Noch so ein Büchlein. Ich lese mir das leise durch, weil ich habe echt keinen Bock vorzulesen. Außerdem ist es echt schwierig zu lesen, weil es so extrem klein ist. Und irgendwie auch so ein bisschen unscharf. Okay. Ach, Entschuldigung. Alles klar, okay. Also das Geräusch, das zeigt uns, wo immer solche Bücher sind. So Notizbücher oder was auch immer. Logbücher. Und hier scheint irgendein Dorf zu sein oder so, wie ich das da schon sehen kann. Oh. Tust du mir was? Hallo? Okay. Irgendwelche Lichtgestalten. Wir versuchen jetzt einfach mal zu dem Haus da zu kommen. Hä? War das nicht hier irgendwo? Ach du Scheiße. Okay, da geht's extrem tief runter. Hier sind wieder Fußspuren. In die Richtung. Und da wollen wir jetzt aber erstmal nicht hin. What the fuck? Tust du mir was? Ich bin mir noch nicht so sicher, ob der mir was tut. Ich gehe jetzt einfach mal zu dem hin. Hallo? Okay, ja, der tut mir was. Ich bin tot. Okay, wo laden wir jetzt? Alles klar, also denen nicht so nah kommen. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. Gehen wir einfach wieder denselben Weg, würde ich sagen. Und dann gehen wir mal in Richtung der Fußspuren. Also an sich gefällt mir das Spiel bis jetzt. Ich finde es höchstens bis jetzt ein bisschen langweilig. Also nicht von der Atmosphäre her. Also hier sind ja jetzt überall die Viecher. Nicht von der Atmosphäre her, sondern eher so vom Action-Faktor. Alter, ich erkenne kaum was, es ist so verdammt dunkel. Ich gehe einfach mal hier hoch. Ich will irgendwie zu dem Haus kommen, was wir vorhin gesehen haben. Wo war das? Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Was ist denn hier? Hier ist noch eine Notiz.
Wo haben wir denn vorhin das Gebäude gesehen? Naja. Gehen wir wieder runter hier. So langsam weiß ich nicht mehr so genau, wo ich überall war oder wo ich hier hin kann noch. Gehen einfach mal hier lang. You have to go faster. I don't have a lot of time left. You have to hurry. Find the way. Find me, or I'll unleash hell upon you. Okay, ja. Mach ich. So, überein wir uns mal. Was war das? Ich kann nicht mehr sprinten. Ach jetzt. Okay. Ruckelt überall runter. Von den Felsen. Wo muss ich denn hin? Ich gehe jetzt einmal hier hoch. Lalalala. Ich hab keine Ahnung, wo ich hingehe. Die Wölfe immer noch. Ich sehe echt so extrem wenig. Was ist hier? Nichts. Ja. Mal hier lang. Kann man hier hoch? Nee. Ich muss ganz kurz das Spiel ein bisschen heller machen. Ich sehe echt überhaupt gar nichts. Wo kann man denn nochmal heller machen? Hier, Helligkeit. Machen wir mal so. Hat er das jetzt gespeichert gehabt? Nee, ne? Natürlich nicht. So. Das ist doch schon besser. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Wobei, ich sehe trotzdem kaum was, aber das ist wahrscheinlich so gewollt. Was sind das denn hier immer für Dinger? Da ist noch irgendwas. Was ist hier? Noch eine Notiz. Ja, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe auch echt keine Ahnung jetzt, von wo wir nochmal gekommen sind. Irgendwo von da unten. Ich habe was gehört. Wir hören von einer Kirche ein Läuten. Da ist wieder das Gebäude. Das ist eine Kirche, okay.
komme ich da jetzt runter? Ach, hier. Hier lang. Kann ich hier runterspringen? Alter. Aber... Okay, jetzt noch eine We Notiz. discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. Their position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed this situation with the rest of the rescue team, and afterwards they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. Okay. Gerade hier wird es mich interessieren, wie das früher aussah, Mann. Oder eben wie das hier ursprünglich mal aussah. So, und jetzt hier hoch. Hier ist ein Feuerchen. Ach, ich kann ja auch noch eine Taschenlampe anmachen. Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Okay, wir haben eine Karte. Die hilft mir aber ehrlich gesagt nicht großartig weiter. Ja, zum Auswählen linke Maustaste. Oh. Okay, gut. Ach so, da kann man sich quasi so ein bisschen teleporten oder so. Okay. Ich will da nochmal hin. Okay, gut zu wissen. Okay, Moment, dann sind wir jetzt dort. Aber ich habe echt keine Ahnung, auch wo wir jetzt schon waren, wo nicht. Naja, auf jeden Fall würde ich das jetzt erstmal beenden hier. Ist nicht ganz eine halbe Stunde, aber egal. Oder vielleicht ist es sogar schon eine halbe Stunde, keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Mir hat's, also mein Fazit mal, von der Atmosphäre her super, finde ich. Es könnte ein bisschen mehr passieren. Also das meiste ist hier nur so ein bisschen durch die Gegend gelaufen und nichts passiert. Ein bisschen besser erklären, wo man hin muss, meiner Meinung nach. Aber ansonsten, die Soundtracks sind super, Atmosphäre ist genial, Grafik sieht auch schön aus, sieht hübsch aus. Ja, und dann war's das erstmal mit diesem Let's Test. Ich weiß nicht,
was als nächstes kommen wird. Aber ja, schauen wir mal. Und ich weiß auch nicht, wann es kommen wird, also mal sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.